Servus Leute und herzlich willkommen zurück zum Marcel's Hockey Travels Teil 2, wo ich mit Philipp Markgraf, eine 2005er Jahrgang, der früher in Landsberg gespielt hat, den langen Flug nach Chicago gemacht habe, zur USHL-Sichtung, die beste Juniorenliga USAs. Wir haben uns eingelebt, amerikanisches Essen ausprobieren können, waren dann auf dem Eis mit Christian Grünner von GPS Powerskating, eine überragende Powerskating-Coach, um uns auf die Sichtung vorzubereiten. Viel Kantenarbeit gepaart mit Eishockey-spezifische Übungen. Und jetzt in Teil 2 wird's ernst für Phil. Die Sichtung geht los. So, heute ist der große Tag, der erste Tag vom Sichtung. Ich wollte das draußen drehen, was ich gerade drehe, aber vielleicht hört ihr es im Hintergrund. Ich weiß jetzt, warum Chicago The Windy City heißt. Es ist der Wahnsinn, wie stark der Wind hier ist. Ich freue mich riesig, viel zuschauen zu können. Und wir waren gerade drin, sieht echt gut organisiert aus, professionell aus. Und wollte euch aber auch, weil es vielleicht Jungs und Mädels gibt, die dieses Video anschauen, die zu Sichtungen gehen, zu Tryouts gehen, ein paar Ratschläge geben, weil ich an solche Tryouts, als ich jünger war, an vielen teilgenommen habe und jetzt bin ich auf der anderen Seite als Trainer. Ratschlag Nummer 1, genieß es einfach. Es kann wirklich nichts Schlimmes dabei rauskommen. Natürlich willst du genommen werden, willst du in diesem Fall gedraftet werden. Aber falls nicht, dann hast du eine richtig tolle Erfahrung. Hast du neue Trainer kennengelernt, neue Spieler kennengelernt, neue Übungen vielleicht mal kennengelernt, wenn es auch ein Training dazu gibt. Der Wettbewerb bei solchen Sichtungen macht dich einfach besser. Und ich habe es auch manchmal nicht in der Mannschaft geschafft, aber wenn ich zurückblicke, jeder einzige von diesen Tryouts oder Sichtungen hat mich einen besseren Eishockeyspieler gemacht. Und das ist auch wichtig. Also genieß ist alles. Und die andere Sache ist, wir haben hier 160 Spieler und ich denke nicht, dass vielleicht der nächste Sidney Crosby oder der nächste McDavid da sein wird, sondern eine große Masse an gute Spieler. Du musst was machen, dass die Coaches, die Scouts, dass die das sehen. Ja, natürlich willst du Tore machen, Vorlagen machen, gut spielen oder als Torwart Saves machen, aber Kleinigkeiten, übertreib es nicht, aber versuch der Erste auf dem Eis zu sein, versuch der Letzte zurück, der runterkommt vom Eis. Wenn irgendwie am Ende des Trainings oder des Spiels die Spieler Scheiben sammeln muss, dann sei einer von diesen Spieler oder Spielerinnen, der die Scheiben sammelt. Übertreibt es nicht, mach es nicht zu eine große Szene, weil die Coaches passen auch darauf auf, dass die wollen keinen Fakes haben, aber sei ein guter Teamplayer, sei ein harter Arbeiter, mach die Kleinigkeiten. Wenn es Übungen gibt und die Übung verstanden hast, vorausgesetzt, sei der Erste, der die Übung vormacht, dass die Coaches, die Scouts dich merken, vielleicht sogar unbewusst, aber du willst gesehen werden, also mach die Kleinigkeiten, wo die Coaches dich dann als erstes sehen oder dich einfach ein bisschen länger sehen als die anderen. Es geht bald wieder rein. Schau mir das an. Ich freue mich drauf. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game how we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Also, erster Tag, erstes Spiel und viel Bock, gute Ernährung aus der Mikrowelle. Marcel's Hockey Kitchen, Spaghetti, Rigatoni, Marinade mit Shrimps. Erstes Spiel, erstes Tor für Phil, danach testen. Seine Mannschaft hat 4-3 nach Penalty gewonnen. Und hätten eigentlich viel höher ausgehen sollen, aber die dangeln sehr gern im eigenen Drittel. Und morgen früh 7 Uhr mit On-Ice-Testing. Das heißt Essen, Schlafen and tomorrow.
we see you. Und wer gerne kocht, gibt es regelmäßig Marcel's Hockey Kitchen auf meinem Instagram. Ursprünglich als Parodie angefangen von Marcel's Hockey School während der Lockdown. Es scheint viele Leute zu gefallen. Mir macht es auch Spaß. In Chicago müsste ich ausschließlich mit der Mikrowelle kochen, wie hier. Aber das war echt lecker. D2, Off-Ice-Testing, 6:20 Uhr in der Früh. Ich dachte, ich müsste nur so früh aufstehen, um Skills-Training zu leiten. Ich dachte falsch. Phil, bist du warm? Ja, Noch nicht. wirklich. Noch nicht, wird schon. Kurzer dynamisches Warm-up, dann legen wir los. Meine neue Maske. Das On-Ice-Testing war echt ausführlich. Diese Übung hier fand ich echt cool. Wenn die Ampel rot geblinkt hat, müsste der Spieler rechts um die Fahne. Wenn es grün geblinkt hat, dann links um die Fahne, also um die Reaktion zu testen. Und was ich auch sehr gut fand, und ist, dass jeden Test ohne, aber auch mit Puck gemacht worden ist. Und es gab auch den Standard-Vorwärts-Sprint, die ich nicht aufgenommen habe. Aber hier kann man sehen, es ist Geschwindigkeit gemessen worden, Beweglichkeit. Und natürlich wollen wir Spieler haben, die nicht nur schnell ohne Scheibe laufen können, sondern mit Scheibe ist eigentlich das Allerwichtigste. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me stack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. Also heute letzter Tag, letztes Spiel. Phil hat eine riesen Chance gestern Abend gehabt, den Torwart brutal ausgezockt und dann die Latte getroffen. Also ich hoffe für ihn, dass er heute ein Tor macht. Was mir hier auffällt, ist, dass die Geschwindigkeit ist unheimlich hoch. Das Skill-Level ist unheimlich hoch und es passieren aber überraschend unheimlich viele Fehler, unnötige Scheibeverluste. 1 gegen 3 versuchen zu zocken, statt abzuspielen, in Konter reinlaufen, Gegentor. Hätte ich nicht gedacht. Und es zeigt mir einfach, wie wichtig es ist, auch das Spiel zu verstehen. Ich bin bekannt als Skills Coach, aber mir ist einfach das Spielverständnis meiner Spieler auch unheimlich wichtig, weil, ich gebe euch einfach ein Beispiel, in Philipps Mannschaft, da aus meiner Meinung nach der beste Offensivspieler zumindest und der Topscorer seiner Mannschaft momentan ist der schlechteste Schlittschuhläufer. Aber er weiß einfach, wo er hin muss und wenn er die Scheibe bekommt, weiß er, was er damit tun sollte. Und deswegen ist es einfach so wichtig in eurem Training, nicht nur gut durch Pylonen laufen zu können, sondern auch das auch im Spiel unter Druck umzusetzen und die richtigen Spielzüge zu erkennen. Jetzt gehen wir rein. Ich hoffe, dass Phil wieder ein Bude macht. Never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes.
Sichtung vorbei. Zeit für ein bisschen Freizeit. Ich war nie bei einem Baseballspiel mein komplettes Leben. Habe ein bisschen mit meinen Kumpels gespielt, als ich jung war. Hat sich die Möglichkeit einfach angeboten. Es war ziemlich kalt. Das Stadion war nicht so gut besucht mit so 15.000 Zuschauern am Anfang. Ja, am Ende noch ein paar weniger. Trotzdem war es lustig, eine coole Erfahrung. Also Phil, fast alle sind nach Hause gegangen. Es ist arschkalt, die Heimmannschaft bekommt auch die Fresse ein bisschen hart ab, oder? Wir halten durch. Ja, wir halten durch. Hey, es ist ja fast Mai, Freunde. Das ist der Wahnsinn. So, letzter Tag, Zeit, die ganze Goodies einzukaufen, die man in Deutschland nicht bekommen kann. Wobei es mittlerweile viel besser in Deutschland geworden ist, kann man fast alles bekommen. Aber jetzt gehe ich mal in Walmart rein und schaue auf die Kleinigkeiten, die ich besorgen kann. Klamotten habe ich auch schon teilweise gekauft, auch für meine Kinder, ist viel günstiger hier. Und wollte ich euch nur was zeigen, es ist ein bisschen, a little bit von Deutschland hier, wie man im Hintergrund sieht, Aldi. Und genau wie deutsche Aldi aufgebaut, nur ein komplett anderes Sortiment. Das ist einfach riesig hier, man bekommt absolut alles. Also sowas gibt es in Deutschland nicht. Für mich war es früher normal, jetzt jedes Mal, wenn ich wieder hier bin, ist so, oh my God, das ist so groß. Hier muss ich ganz schnell weg, die ganze Candy Aisle, wobei sehr viel ausverkauft ist momentan. Aber ich muss das auf jeden Fall mitnehmen. Ich bin M&M's süchtig und die haben hier Mint Chocolate M&M's, Freunde, da ist nichts Besseres. Also 6 Stunden vorm Abflug. Ich habe noch die Möglichkeit, mit Christian auf dem Eis zu gehen, ein bisschen Powerskating mitzumachen, anzuschauen, zu lernen. Phil ist ein bisschen platt nach der großen Sichtung. Er fühlt sich nicht so toll heute, deswegen bleibt er einfach und schaut dazu. Und ich darf ein bisschen was lernen. Also Freunde, es geht ab ins Flieger. Schön war's und wir sehen uns wieder in Deutschland. Bis gleich. So, zurück in Deutschland. Es war für uns beide eine richtig tolle Erfahrung. Ich war auch richtig froh, dass ich selber drüben aufs Eis gehen durfte. Habe viel vom Christian gelernt, habe viel von der Sichtung gelernt. Es war auch sehr cool, Phil nochmal anzuschauen beim Spielen, was ich seit ein paar Jahren nicht mehr machen könnte. Er ist leider nicht gedraftet worden.
Hauptsächlich, weil dieses Jahr die 2004er gedraftet worden sind, erst 2005er. Aber wir haben auch ein paar Sachen gesehen, woran wir arbeiten müssen. Und wir werden daran arbeiten. Er ist aber zu einiger von den Main Camps von den unterschiedlichen Mannschaften eingeladen worden. Das spricht auch was für ihn. Es gibt Rookie Camps, wo man zahlen muss, um dahin zu gehen. Das ist eher eine Geldmacherei für die Vereine. Und es gibt die Main Camps, wo man nichts zahlen muss. Du wirst dort eingeladen, weil die Mannschaften, die dich wirklich nochmal unter der Lupe nehmen wollen. Er muss sich selber entscheiden, ob er nochmal im Juni, Juli rüberfliegt. Ich hoffe, dass unsere Hockey Travels euch genauso viel Spaß gemacht hat beim Zuzuschauen wie uns beim Teilnehmen. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Übt fleißig und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School oder Hockey Travels.